Hi, hier ist Bob Hatton. Ich wünsche einen schönen Tag und Gottes Segen für diesen Tag. Lasst uns fortfahren mit unserer Geschichte von der Apostelgeschichte, die Geschichte dieser ersten Kirche vor 2000 Jahren, wie sie entstanden ist, wie sie entwickelt hat. Und wir haben gestern wurde uns 7 Männer dann vorgeführt. Von 5 hören wir nichts mehr oder nur sehr wenige, aber 2 würden herausstecken. Eine ist der Stephanus und eine ist dann der Philippus. Heute Morgen schauen wir für einige Minuten denn diesen Mann Stephanus an. Es heißt in Apostelgeschichte Kapitel 7 ab Vers 8, wir würden dann heute Morgen lesen oder die Sache betrachten bis Vers 13, da oder 14, 15, da heißt es im Vers 8, Stephanus aber, voller Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Stephanus, haben wir festgestellt gestern, er war ein Mann, der voll Heiligen Geistes war, voll Glauben war, voll Weisheit war. Und jetzt hören wir, dass er noch voller Gnade und Kraft war. Und er tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Also dieser Mann war wirklich sehr, sehr heiß. Jetzt müssen wir feststellen, die Gemeinde ist am Wachsen. Die Gemeinde lebt aber nicht nur für sich selbst, um große Versammlungen zu haben, um beeindruckende Veranstaltungen auf den Beinen zu bringen. Sie haben auch gearbeitet mitten hinein in die Gesellschaft. Da war eine ganz große Gruppe von bedürftigen Menschen. Wir würden heute sagen, das ist eigentlich eine Aufgabe vom Staat, dass sie schauen nach Leuten, die in sozialer Not sind. Aber damals und eigentlich für die meiste Zeit der Geschichte, das war nicht der Staat, was diese Aufgabe übernommen hat, sondern die Gemeinde Jesu Christi, jedenfalls in Westeuropa oder in Europa insgesamt. Sie haben gute Dinge getan und gleichzeitig haben sie das Wort Gottes verkündigt, haben sie auch quasi gesagt, dass Jesus ist gekommen, um uns das Leben zu bringen und volles Genügen. Und dieses Leben, das hat etwas mit Gott zu tun, eine Verbindung zu Gott, dass er kommt, um uns zu vergeben, unsere Sünden verbinden. Wir können eine Verbindung wieder zu ihm haben. Wir können mit Gott versöhnt sein, im Reinen mit ihm zu kommen, ein Leben mit ihm zu leben. Und gleichzeitig, das bedeutet, dass wir als Christen eine Verantwortung übernehmen für unsere Umwelt und für die Menschen in unserer Umwelt. Dass wir lesen von Jesus später in Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 38, sagt Petrus, Jesus von Nazareth, der wurde von Gott gesalbt mit Heiligen Geist, mit Kraft. Und er ging umher und tat Gutes und heilte alle, die überwältigt waren vom Teufel. Und das haben seine Nachfolger, die Nachfolger Jesu gemacht, versucht zu machen über die Jahrhunderte. Und hier kommt dann dieser Stephanus, der eigentlich bestimmt ist, hat Hände aufgelegt, wurde eingesetzt, um ältere Frauen ihr Tee oder Kaffee denn auszugießen, um sie zu versorgen. Aber in ihm ist etwas mehr als das und er tut diesen Dienst, aber er sieht auch einen Dienst an seiner Umwelt. Und Gott gebraucht ihn als ein gewaltiger Mann. Und diese Muster, was wir bereits gesehen haben, dass wenn Gott beginnt, irgendwo etwas Großartiges zu tun, der nächste Schritt ist, dass es zur Verfolgung kommt. Und dieser Stephanus wurde auch verhaftet. Wie ist es mit uns in unserer Zeit? Ich bin unterwegs in viele Länder in Asien und auch in Afrika und ich habe diese Muster auch gesehen. Ich sehe zum Beispiel in Indien meine Freunde dort, wie sie dienen der Gesellschaft. Die haben ihre Gemeinde, aber sie bauen auch Schulen. Ich denke besonders an eine Gemeinde, die wir kennen, in einem kleinen Ort namens Chilakalu. Sie haben gerade eine große Schule denn gebaut für 500 Kinder. Sie haben ein Kinderheim, wo sie fast 200 Kinder aufgenommen haben. Kinder, die eigentlich niemand versorgen kann, niemand haben will. Und sie haben sie denn
angenommen. Und ich könnte dieses Gleichnis, dieses Beispiel in vielen Ländern, in Nepal oder Sri Lanka oder auch andere Länder auch dann wiederholen. Aber was im Moment, was sie erleben, ist von gewissen Teil der Bevölkerung Anerkennung und Wohlwollen, aber von einem anderen Teil denn Verfolgung. Es gab einen Mann namens Graham Staines, der war ein Arzt, der arbeitete jahrelang in Indien und hat sich um leprakranken Menschen. Und eines Abends, als er unterwegs war, einen Einsatz gemacht in ein Dorf in Indien, der hat sich zu schlafen gelegt in sein Auto, sein Land Rover, zusammen mit 2 seiner Söhne. Und in der Nacht sind Leute gekommen und haben das Fahrzeug denn angesteckt und er zusammen mit seinen Kindern sind lebendig verbrannt. Verfolgung kommt. Verfolgung ist an der Tagesordnung in vielen Ländern. Nun, vielleicht erleben wir nicht Verfolgung in diesem Maß im Westen, in Westeuropa. Aber zunehmend, mein Gefühl ist, es kommt dann zu Unannehmlichkeiten, es kommt dann zu Schwierigkeiten, es kommt zu, wo wir dann behindert werden. Und was können wir damit tun? Also das ist scheinbar ein Muster, was gehört denn zum Christenleben. Aber mein Eindruck und das, was ich denke, was wichtig ist im Moment, ist, dass wir alle schauen, dass wir stehen in Gott, dass wir gucken, wie sieht es aus mit unserem Christenleben. Also bin ich jemand, der mich auskennt in der Bibel? Bin ich bibelkundig? Weiß ich, was Gott will von mir, von seinem Wort? Habe ich eine Verbindung zu ihm? Verbringe ich Zeit im Gebet? Höre ich seine Stimme? Bin ich mit ihm unterwegs? Und das ist eigentlich meine Botschaft von heute. Es ist schön, wenn die Leute uns anerkennen. Es ist schön, wenn wir Dinge tun können, die unsere Städte segnen und das auch gesehen wird und wir auch gewisse Anerkennung dafür bekommen. Aber es gibt Zeiten, wo dann Lügen über die Christen denn verbreitet werden. Sie haben über die ursprüngliche Gemeinde gesagt, dass sie sind Menschen, die sind Kannibalen, sie essen Menschenfleisch. Und die meinten, das war das Abendmahl. Einfach Lügen, wo Leute nicht nachgeschaut haben. Und das gibt es teilweise auch bei uns, wo Dinge verdreht werden und so weiter. Ich möchte das nicht weiter verfolgen, das kennen wir vielleicht alle. Aber wichtig für uns ist als einzelne Leute, dass wir stehen im Glauben, dass unsere Füße auf dem Felsen stehen, dass wir diese Verbindung zu ihm haben. Meine Empfehlung ist, während diese Krise noch andauert und wir ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung haben, ist, dass wir unsere Beziehung zu Jesus und zu seinem Vater befestigt. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch Gottes Segen. Einen schönen Tag. Euer Bob Hatton.